Du bist tausende Kilometer fern der Heimat gestrandet, ohne Geld oder Habseligkeiten. Viele würden in einem solchen Dilemma verzweifeln und ihr Schicksal verfluchen. Für Zenon von Kition aber wurde es zur Grundlage seines Lebenswerks und seines Vermächtnisses. Der vormals reiche Kaufmann verlor alles, als er um 300 v. Chr. vor Athen Schiffbruch erlitt. Da er nicht viel zu tun hatte, ging er in einen Buchladen, wurde neugierig, als er über Sokrates las und suchte die angesehensten Philosophen der Stadt auf, um von ihnen zu lernen. Als Zenon begann, eigene Schüler zu unterrichten, begründete er die als Stoizismus bekannte Philosophie. Ihre Lehren von Tugend, Toleranz und Selbstbeherrschung haben Generationen von Denkern und Führern inspiriert. Der Name Stoizismus kommt von der Stoa Poikile, der bunten öffentlichen Säulenhalle, wo sich Zenon und seine Schüler zur Diskussion trafen. Heute verwenden wir das Wort Stoiker umgangssprachlich, um damit jemanden, der unter Druck ruhig bleibt und Gefühlsextreme vermeidet, zu beschreiben. Damit werden zwar wichtige Aspekte des Stoizismus erfasst, doch die ursprüngliche Philosophie war mehr als nur eine Haltung. Die Stoiker glaubten, dass alles um uns herum nach einem System von Ursache und Wirkung geschieht. Das führt zu einer rationalen Struktur des Universums, die Logos genannt wurde. Auch wenn wir nicht immer die Kontrolle über uns betreffende Ereignisse haben, so können wir doch steuern, wie wir die Dinge angehen. Statt sich eine ideale Gesellschaft vorzustellen, versucht der Stoiker, die Welt so anzunehmen, wie sie ist, und sich durch 4 Kardinaltugenden zu verbessern. Praktische Weisheit, also die Fähigkeit, komplexe Situationen logisch, sachkundig und ruhig zu meistern. Besonnenheit, also Zurückhaltung und Mäßigung in allen Aspekten des Lebens. Gerechtigkeit, also andere fair zu behandeln, auch wenn sie Unrecht tun. Und Mut, um sich den täglichen Herausforderungen, und zwar nicht nur in Ausnahmesituationen, mit Klarheit und Integrität zu stellen. Seneca, einer der berühmtesten römischen Stoiker, schrieb: Manchmal ist sogar das Leben ein Akt des Mutes. Zwar konzentriert sich der Stoizismus auf Selbstoptimierung, ist aber nicht selbstbezogen. Zu einer Zeit, in der Sklaven nach römischem Gesetz als Eigentum galten, forderte Seneca deren humane Behandlung und betonte, dass wir alle die gleiche grundlegende Menschlichkeit teilen. Der Stoizismus ermutigt auch nicht zur Passivität. Die Idee ist, dass nur Menschen, die Tugendhaftigkeit und Selbstbeherrschung kultivieren, positive Veränderungen bei anderen bewirken können. Einer der berühmtesten stoischen Schriftsteller war auch einer der größten römischen Kaiser. Im Laufe seiner 19-jährigen Regentschaft gab der Stoizismus Mark Aurel die Entschlossenheit, das Reich durch 2 große Kriege zu führen und gleichzeitig den Verlust vieler seiner Kinder zu verkraften. Jahrhunderte später leiteten und ermutigten Mark Aurels Tagebücher Nelson Mandela während seiner 27-jährigen Haft wegen seines Kampfs gegen die Apartheid in Südafrika. Nach seiner Freilassung und seinem letztendlichen Sieg betonte Mandela Frieden und Versöhnung. Obwohl sich das Unrecht der Vergangenheit nicht mehr ändern lasse, könne sein Volk ihm jedoch in der Gegenwart entgegentreten und eine bessere, gerechtere Zukunft aufbauen. Mehrere Jahrhunderte lang war der Stoizismus in Griechenland und Rom eine aktive philosophische Schule. Als formale Institution ist er verblasst, doch sein Einfluss besteht bis heute fort. Christliche Theologen wie Thomas von Aquin bewunderten und übernahmen die Konzentration auf die Tugenden, und es gibt Parallelen zwischen der stoischen Ataraxie, der Ruhe der Seele, und dem buddhistischen Konzept des Nirvana. Ein besonders einflussreicher Stoiker war der Philosoph Epiktet. Er schrieb, das Leiden rühre nicht von den Ereignissen in unserem Leben her, sondern von unseren Urteilen über sie. Dies fand in der modernen Psychologie und in der Selbsthilfebewegung starken Widerhall. So konzentriert sich die rational-emotive Verhaltenstherapie darauf, selbstzerstörerische Ansichten über die eigenen Lebensumstände zu verändern. Es gibt auch die Logotherapie von Viktor Frankl. Sie geht auf dessen Zeit als KZ-Häftling zurück und basiert auf dem stoischen Prinzip, dass wir unsere Willenskraft nutzen können, um unser Leben selbst in den trostlosesten Situationen mit Sinn zu füllen.
Du bist immer noch auf der Suche nach einer Philosophie, die dich überzeugt? In diesem Video erfährst du mehr über die alte chinesische Philosophie des Daoismus und ob das Prinzip von Yin und Yang dir helfen kann, dein Gleichgewicht zu finden.